Letzter Fall. Schüsse bei Mondlicht. Where are you going, Holmes? Have you been invited somewhere? We have been invited, Watson. We have. Where to? To the Baker Street Irregulars' annual dinner. They sent us an invitation. It is on the table. A dinner? How could those street urchins afford anything like that? I can't understand your interest in them, Holmes. They're dirty. They wouldn't hesitate to steal your wallet. Watson, you should be excited. It is a secret dinner. Its location changes every year. Read the menu. Sounds mouth-watering. All right. We, the secret police of Baker Street, invite you, Sherlock Holmes, and Dr. Watson to our annual dinner. Menu, entree, frozen rat head salad. Is this a joke? Not at all. Pray continue. Main course, sow's udder in Danny Nutcracker's way. Ah, sounds disgusting, Holmes. Hedgehog goulash. Street turnips in homemade juice. And it goes on. Ah, I can hear them on the stairs now. Well, we can't go there. We can't eat that. Watson, you'll hurt the feelings of those poor children. We have to go. Oh, Mr. Holmes. It is fine, Mrs. Hudson. Mr. Holmes. Wiggins, Dr. Watson is getting ready. He will be delighted to join us. You don't look well, my young man. Is there something wrong? Don't tell me the dinner is cancelled. Mr. Holmes is my brother Leighton. He's in a prison cell. They say he's killed 2 men. You have to help us, Mr. Holmes, because I know he didn't do it. Where is he now? From what I've heard, they took him to the yard, and they gave him a good beating already. You know what they're like. They'll hang him. They won't look any further. Holmes, we have to help him. Well, and forget about the dinner. Wiggins, I'll take the case. You're fantastic, Mr. Holmes. I'll be waiting for you at the crime scene. You'll be there, right? It's on Half Moon Street in Whitechapel. Very well. Hallo Kooperatoren. Sag mal, Kamera. Nee, mein LG-Hub ist ausgestiegen, worüber ich immer die Kamera eingestellt habe. Deswegen ist ja alles so dunkel. Aber ein bisschen braun bin ich auch, ja. Vielleicht nicht. Naja, doch, es kommt hin. Ungefähr, ja, doch, kommt hin. Ich glaube, Sonne sieht man auch im Oberarm. Dabei bin ich gestern extra wieder mit Tanktop die ganze Zeit durch den Garten gerannt. Danny Doppelkinn, der kommt auf die Liste mit möglichen Tarnnamen. Half Moon Street. Die einfach den armen kleinen Jungen verprügelt. Sowas dürfen die gar nicht. Leiten befragen, seine persönlichen Gegenstände untersuchen. Mach mal. Das hieß aber LG-Hub. Toni? Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Also weiß der Herr Lestrade. Als Polizeichef könnten Sie sich aber ruhig mal ein bisschen besser mit der Materie befassen. Ist nicht so gut programmiert. Ja, mir hat es einfach deinstalliert. Also es ist einfach ausgegangen und ich krieg's nicht wieder an. Und Reinstall hat es ganz gelöscht und ich kann es auch nicht wieder ganz neu installieren. Keine Ahnung. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. A cheap watch. Bought with his own money, no doubt. Haben sie ihm sogar den Apfel weggenommen? So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police.
It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. 2 Schüsse, 2 Treffer von einem Straßenkind. Okay. Haben wir hier Leichen? Nö. Es gab zwar 2 Mordopfer, aber wir haben keine Leichen. Gut, gut, gut. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Then that means you're... Sherlock Holmes. Oh, blimey. All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. Ich habe hier einen Louis sitzen. Tiefe Narbe. Kurzen geschlagen, Widerstand geleistet, Hitzkopf. Aha, aha, aha. Modischer Schal. Oh, angestellt. Ich dachte, der ist auch ein Straßenkind. Ich dachte, das sind Straßenkinder. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw 2 men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. So you might still have had time to return to the constable. I panicked. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it. And then I followed the third man. Na, du bist ja ein ganz mutiger. Ihr 2, ne? Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what I said, but I swear to you, my words are true. I started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A thrilling account, my young man. Hey, das verstehe ich aber nicht so richtig. Der hat mit den Polizisten geredet und die haben den ausgelacht und dann haben sie den aber später bekommen und das Blut gesehen? Oder habe ich das gerade irgendwie falsch verstanden? Leighton, are you able to describe the person whom you saw standing in Half Moon Street? Well, I wasn't able to see his face at all. It was too dark, and he was too far away. I could see his silhouette. And what about that?
Nothing so special. He was wearing a jacket. He was quite average in size and his weight. I see. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running away. Perhaps it was because of the fireworks or the surprise of me seeing him. We shall see you soon, young man. Ja, der hat ja richtig viel zu berichten. Eine durchschnittliche Silhouette. Das ist jetzt der Hinweis, den wir haben. Super, oder? Und schön, wir haben diese giftige Pflanze als Andenken mitgenommen. Super! Leighton Chapman ist der ältere Bruder von Wiggins und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er wuchs auf der Straße auf und hitzköpfig wie er war, wanderte er für eine kriminelle Tat ins Westgate-Gefängnis. Im Moment lebt er nicht mehr auf der Straße und arbeitet vermutlich als Angestellter in einem Londoner Büro. Untersuchen Sie den Tatort. Der junge Wiggins von der Spezialeinheit bittet Holmes bei einer Familienangelegenheit um Hilfe. Sein älterer Bruder Leighton wurde verhaftet. Er soll einen zweifachen Mord verübt haben. Dann schauen wir uns das doch mal an. Hier unten sieht man übrigens einen Louis, wie es sich putzt. Für alle, die die Catcam vermissen. Aber in der Catcam liegt gerade irgendwie sowieso keine Katze mehr. Mit einer Taschenlampe wollte ich gerade sagen. Mit einer Lampe. Okay, das ist hier... Wo sind die Leichen? Wissen wir nicht. Ah ne, hier geht's raus. Okay, okay, ich verstehe. Ach, das ist eine Flasche. Wo muss ich denn hin? Hallo? Hallo? Kann man das Licht anmachen? Ich stell die mal dahin, wo die immer liegen. Ah, hier. Guck mal, hier sind Leichen. Okay. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Oh, der hat einen Crush auf mich. Good evening, Constable... Constable Marrow. I was here with Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stab fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweler by trade. Mhm. Passen ja gar nicht zusammen, die zwei. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in that flat over there. And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of the street. So, Constable Marrow, I should be delighted to hear your testimony. I was standing at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables. Did you hear the shots? I didn't hear any shots. The fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything else. What were the fireworks in honor of, Constable? Well,
Today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ja, yes, das wusste ich I appear to have natürlich. lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your statements have been of great value to me. Der hat die bestimmt von seinem Fenster aus erschossen. The bullet struck his head. This man didn't stand a chance. Das ist der Juwelier anscheinend. Oh, hier, linke Tasche. Ein Schlüssel. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Ach so. Das habe ich auch ohne die T-Ansicht A piece gesehen, of wood Mensch. that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. He tried to stop the bleeding with his hand. Death was not instant. Sterben ist The ziemlich bullet kacke. penetrated his stomach, a dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Oha, Vercotti must have done some time there. dann kennen Brian die sich ja Vercotti vielleicht. and Leighton Chapman both have identical Westgate Prison tattoos. They were most likely acquainted. Brian Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Poor Brian. Dunkles Fenster, keine Beute. Aussage. Weiß gar nicht. Teil ankommen in neue Woche. Ja, die stimmt ja schon mal. Kenneth Butler und Brian Vercotti sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Das kommt bestimmt noch. Dann quatschen wir mal mit dem. Wieso hatten sie denn ihr Licht außen? Oh, was ist mit dir? Übrigens? Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he all right? Ja, nee, brauchst du nicht antworten, Sherlock. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Der ist halt 1,40 groß und im Gesicht mindestens 50 Seiten. Straßenkind. Das Veteran. Sehende Knöpfe. Braucht Stütze.
Also er war schon mal nicht der, der weggerannt ist. Could you tell us everything that you may have seen or heard? I was already in bed when the fireworks started. A few moments after, I clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. Na, komm her. Ovi? Hallo, Knight. Aber der Polizist hat nichts gehört und der hat deutlich 2 Schüsse gehört. Also die Aussagen widersprechen sich ja schon so dezent, ne? Were the 2 shots you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man, the murderer, the fellow they caught. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Turner. Ryan Turner ist um die 60 Jahre alt und ein Veteran aus dem Krimkrieg, worauf er sehr stolz ist. Vermutlich wurde er im Krieg am Bein verletzt und hinkt seitdem. Ryan Turner lebt in verhältnismäßig armen Verhältnissen. In verhältnismäßigen Verhältnissen. Okay, da muss ich mal quatschen. Lügner. Also die 2 Aussagen. Auch nicht. Aha. Gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleichzeitige Schüsse. Mr. Turner konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil diese an verschiedenen Punkten... Ja, das denke ich nämlich eher. Ja. Mr. Turner hat ausgesagt, dass er an seinem Fenster gestanden hat, bis die Polizei eintraf. Das widerspricht jedoch Constable Merrows Aussage, der niemanden im Fenster gesehen hat. Weil es da dunkel war. Liar! Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Das heiße? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. Aber das ist doch der Turner, oder? That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me.
Mr. Turner appears to live very modestly. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. Seiten. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's written here. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Herr Turner, Sie machen sich sehr verdächtig. The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here a short while ago. Guck mal an. A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Na sowas. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Hier sieht's aus. Wohnt er hier wirklich? Sieht aus, als wäre hier untersucht worden. Also es hätte jemand was gesucht, so komplett. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. Der Watts, der steht da hinten. Brian Vercotti's contorted corpse. The dead body of Kenneth Butler. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Anything else you would like to know, Mr. Holmes? Ja, warum du dein Dings da abgebrochen hast. Bei dem sieht's aus, ey. Das ist schlimmer als bei mir und das soll was heißen. This kitchen knife is quite sharp. There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife was used to cut the paper. Okay. 1. 3. 3. Ja. Oh, warte mal, ich habe hier irgendwie... Hä? Ah, hier. Hier ist er. Da wo ist er? Hier fehlt einer. Mal schauen, ob das richtig war. Wollen wir vorspulen, ne? Der läuft echt langsam. Ich gleich mal heimlich zu Mama. Schauen wir nachher das Finale an. Wünsche allen einen schönen Sonntag. Lasst es euch schmecken. Liebe Grüße an die Mama vom Saki. Komm, wir spulen mal vor. Der hat dem irgendwas weggenommen. Bestimmt irgendein Schuldnerpapier oder sowas. Warum hat er das erst so klein geschnitten? So Mr. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body.
The question is, what did he find? Fettige Fingerabdrücke. I can see prints from greasy fingers upon the cover of this book. Let us take a closer look. Well now, what a find! A precious jewel, concealed inside a book. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum du das so zerschnitten hast. A bracelet with a unique ram's head design, a distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Hat er einfach die Leiche geflattert? Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age. And when the situation requires it, Mr. Holmes. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. And what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Mr. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning home, you hid the precious jewel inside a book. Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. I was desperate. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Although I must return this bracelet to its rightful owner. Oh, wie gewonnen, so zerronnen. Okay. Das passt alles noch nicht. Aber warum steht das dann als B da? Ich kann rennen, ich brauche keinen Gehstock. Ätsche. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Verrate ich nicht. So, jetzt müssen wir noch mit der Blumentante sprechen. War die hier? Ne, wo war denn die Blumentante? Mrs. Powell? What do you want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony, but very well. Could you tell us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual, and then
The fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Aber wo ist denn der erste Typ, der weggerannt ist? Did you see anyone else leaving Half Moon Street prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? My thanks to you, Mrs. Powell. Tatortuntersuchung abgeschlossen. Einstimmende Aussagen. Wem? Ach so. Die Person, die Leighton Chapman in seiner Aussage beschreibt, entstammt seiner eigenen Fantasie, um von seiner eigenen Schuld abzulenken. Aha. Die Zeugenaussagen und die Tatwaffe deuten klar auf einen möglichen Täter hin. Leighton Chapman. Okay. Puh, das wird dem Wiggins aber nicht gefallen. Dann reden wir doch mal mit dem, oder? Der antiken Armreif findet heraus, wie so ein Half Moon Stream aufgetaucht ist. Im Archiv. Okay. Nein, ich bin gar nicht müde. Nein. Und wie bitte? Leo geht gleich mit. Und schon gar nicht seit Anfang an. Leo hat gesagt, ich bin ein altes Lügen-Claudi. Geschichte? That is not the one I need. Nein. That is not the one I need. Aber ich dachte, das ist irgendwas hellenisches. Hat er doch gesagt. Die Abenteuer des Sherlock Holmes war 1892 in der Zeitung. Hä? Das hier vielleicht? Ah, okay. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt geworden ist. Auf dem Bild sind 5 Witterköpfe, auf Armreif, Halskette und Ring zu sehen. Alles aus purem Gold. Die 5 Witter von Mytilini sind seit 1885 verschwunden. Tja, einen haben wir jetzt wieder gefunden. Here it is. I need to continue my research in my archives. Hab ich doch grad.
so. Ach so, guck jetzt doch die Zeitung. Da. Ein heimtückischer Diebstahl. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasfurt-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Einen professionellen Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich, Angaben über den Verbleib des restlichen Diebesgutes zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. Here it is. One Tja. of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Aber wieso schleppt er das denn mit sich rum? Ach guck, wir haben halt auch den Schlüssel für das Pfandhaus. Was ein Zufall! Das ist aber praktisch. So, wir quatschen nochmal mit dem, wie hieß er? Liegen? Wisst ihr, was ich meine? Der Feind hat ganz schön viele Haare aus. Morgen sitze ich ja mit Glatze. Ach nee, morgen ist ja Montag. Please escort this suspect for interrogation. Leighton, I confess I am puzzled. Why should a young lad like you take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was like a reflex. A criminal ought to be arrested, and he was armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just being brave and stupid. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized one of the victims, Brian Vercotti. You knew that gentleman well, did you not? However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? Oh, God. You're right, Mr. Holmes. Ja, wieso sagst du uns das nicht gleich? Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. During that year, we tried to help each other out, you know? You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only stolen a pound of meat. After we were released, and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Ich bin mal gespannt, worauf das hier noch hinausläuft. Für das brutale Verbrechen, das Leighton Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte es persönliche Motive geben. Doppelmord. Wow. Also ich könnte das Ganze hier schon beenden, ja? Und sagen, der war's. Keine Gnade. Ciao. War nett mit euch. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Okay. Aber das machen wir natürlich nicht.
Ich habe im Konjunktiv gesprochen. Wir müssen doch noch ins Pfandhaus gucken. Kannst du immer noch so viele Haare verlieren, Leo, nachdem ich dich gestern so leer gebürstet habe? Was machst du hier? Hallo? Was machen? Geht's Ihnen gut? Oh, der muss bestimmt kotzen. Wo ist denn das Pfandhaus? Hallo, Pfandhaus? Wo? Ah, hier. War schon richtig. Steuerung. Der lässt sich gerade Dinge durch den Kopf gehen, ja. Mr. Butler's key matches the lock perfectly. Nix. Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Aha. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Viele da ihre Uhren hingebracht haben. Der sucht seine Kontaktlinsen. Oh, Hilfe. Mich krabbelt es gerade ganz doll am Auge. Ah. Schon wieder so Souvenir von Leo hier im Auge. Gegenstand von... Es sind sehr viele Gegenstände von Interesse hier. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Kleptohol ist allein im Pfandhaus, das ist also gleich leer. Psst. Als Kette. Ach, auch die The Witterkette. ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of Mittelin collection. Das lässt er einfach so... Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Hallo Kenneth, du hattest mir mal von 3 goldenen Schmuckstücken mit Witterköpfen erzählt aus dem alten Griechenland. Du hast sie noch, oder? Denn dann gibt es eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit dafür, ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesen wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Alley Street in Half Moon Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk. Oha! Das war das zweite Mordopfer, was dem geschrieben hat. Das zweite Mordopfer hat das erste Mordopfer in die Falle gelockt. Aha, jetzt ist er plötzlich nicht mehr? Jetzt ist er plötzlich nicht mehr verdächtig. Guck an, wie schnell das geht. WB, Amadorn. Die Sohn des Motives zu sprechen haben sie den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer. Raubmord. Was? Immer noch der Chapman. Lol. Jetzt lass doch mal den armen Jungen in Ruhe. Oh. Haben wir ja noch mehr? Nee, ne? A flare pistol. Kaum geht's um den wandernden Geldbeutel. Kommt ein Amadorn durch die Tür. Ja, aber die Schätze sind doch... Schusspositionen.
Toll. Weil wir halt noch keinen anderen Verdächtigen haben, ne? Deswegen ist gerade nur der arme Chapman hier. Ich habe die Gegenstände noch nicht. Okay, in der Bar will er nicht. Ich rede nochmal mit dem Turner. Toll, ich hätte den Leo nicht streicheln dürfen. Sie sind wieder überall. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless brother of yours. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Mr. Holmes, did you see my brother at Scotland Yard? Is he alright? Die haben sich lieb, ja. Aber man hat ja, die haben halt alle niemanden Such a gesehen, young ne? man, and already a murderer. Nee. Locked. Ich hatte kurz Hoffnung. Locked. Wie jetzt? Die haben in London ihre Türen nicht einfach alle auf. Locked. Locked. Versteh ich nicht. This mirror is turned towards Half Moon Street. Why? Why this? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Das hier ist nicht Witcher 3. Aber in Devil's Daughter war es ja eine Open Map. Also da konntest du überall I hinlaufen. wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Irgendwas übersehen? Geht er eigentlich nicht wieder ins Bett, hä? Weil der Holmes ja die ganze Zeit drin rumschleicht wahrscheinlich. Leg dich mal hin, Maus. Wo ist denn der Tobi? Kann der Tobi nicht den Typen erschnüffeln? Hello, Toby. All you need now is a shawl and a mop cap, and you could be Mrs. Hudson's Wow. younger sister. Wow. Die ist wirklich Tag und Nacht dort, ne? Ich glaube, die steht auf mich. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. So, mal gucken, ob wir eigentlich einen neuen Brief haben. Ja, sieht gut aus. Eine Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen dürfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihrem Kollegen in Kew Gardens den schrecklichen Mord am Direktor der Gärten
Mr. Montagu dann geplant und ausgeführt. Nur ein einziger Detective war in der Lage, die Wahrheit hinter diesen Verbrechen aufzudecken, das zuvor als ein einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt worden war. Der Name dieses Detectives lautet Sherlock Holmes. Ich glaube aber guckt mal, ne? Wir haben 4 Briefe bekommen. Also ist wahrscheinlich, waren wir doch 4-mal richtig. Und der eine war bloß halt die falsche moralische Entscheidung. Bedrohe die Verdächtigen mit deiner Killerpflanze, dann werden sie schon auspacken. Ja, ich kann auch die Harpune nehmen. Ich spreche mal mit dem Lestrade über die Schmuckstücke. Hm? Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Oder auch nicht. Tell our mates that I'll be fine. Hä? Mr. Holmes? Mr. Holmes? Ich hab doch gar nichts mehr zu tun jetzt. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Hallo, hier liegt einer. Was soll ich denn jetzt machen? Aha, Schusswechsel nachstellen. Na gut, das könnte natürlich sein, wenn das stimmt, was der Dings sagt, der Verdächtige. Nee, der Turner hat ja gesagt, der eine Schuss klang lauter als der andere. Und das könnte ja tatsächlich hinkommen dann. Wenn der Chapman sagt, der Täter hatte eine Waffe und das Opfer hatte eine Waffe, dann passt ja das hier schon eher als das hier. Also konnte Unterschiede zwischen den 2 Schüssen hören, weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert worden sind. Zuerst ein einzelner und direkt danach 2 gleich. Ah, da hätte die Cludens aber auch schon eher drauf kommen können, ne? Kamen sie jetzt erst drauf, weil es nicht weiterging. Toll. Die haben sich gegenseitig umgenietet. I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Nächste Weisheit des Tages. Wenn man nicht erwischt wird, ist es kein Diebstahl. Ja, A moin. fairly long pole with a forked end. Wo kommt das denn her? Okay, Schusswechsel nachstellen. Schützen auswählen. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Ja, Mensch, zum Glück haben wir diesen Stab hier stehen. This should be useful.
Steht hier irgendwo ein Schlüssel? Ah, da. This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Treffen sich zwei Jäger, beide Watson, kritisch. there was a third shot fired in this street. It would be my pleasure to assist. Kenneth Butler bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Sind Opfer eines Doppelmords geworden, der von einem... ich bin schon... Die haben sich doch nicht gegenseitig erschossen. Weil dann müsste ja noch eine Waffe da liegen. Weil wo ist denn dann die zweite Waffe? Das passt irgendwie nicht. Passt alles nicht. Wahrscheinlich, weil das mit dem hier nicht zusammenpasst. Beim Schusswechsel ums Leben gekommen. Sie hatten beide je einen Revolver. Beim Killer. Ja, aber laut der Aussage haben die sich ja gegenseitig umgebracht und nicht der Killer. Aber den verschwundenen Mann im Jacket haben sich erscheint jetzt nachvollziehbar. 3 Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben musste, jedoch fehlt. Der Grund war bestimmt ein. Nein, aber Schmuck. Schmuck war der Grund. Tell old Wiggins that I'll be fine. Hä? Mit wem soll ich denn jetzt sprechen? Doch nochmal mit dem Lestrat, oder was? Mr. Holmes. Reden Sie... LOL! Mist, die Kacke! Ich war doch richtig. War ein bisschen zu voreilig. Ich dachte, ich befrage nochmal den Chapman, aber nun gut. Vielleicht will ich auch nur noch ein bisschen Kutsche fahren, weil das so angenehm ist. Macht der jedes Mal den kleinen Dumm an, Wiggins, oder my was? lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Also im Zanken, die zwei. 9-Euro-Ticket als gar kein Constable Marrow, I Problem. would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Muss ich mich jetzt verstecken? I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Das ist ja süß. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Oh mein Gott. Mal schauen, wie oft wir den jetzt finden.
Er wird es wahrscheinlich nicht gleich verstecken, ne? Also. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Bei mir der so an der Wand war so, wenn ich mich nicht bewege, dann kann er mich auch nicht sehen. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, dann konnte sie weder nach vorne noch hinten in der Straße fliehen, sondern nur nach oben. Wir wollen das Ganze nachstellen. Imitieren Sie das Feuerwerk, wie es Leighton beschrieben hat, und klettern Sie die Wand hoch. Na, jetzt will er es aber wissen. Leuchtpistole und Kletterausrüstung finden. Ja, gar kein Problem. Wie Drax in Guardians of the Galaxy, ja, wo er so ganz still steht, sagt, ich bin unsichtbar und dann so seine Nuss ist, so. These tools are exactly what I need to climb the wall. Mhm. Keine Ahnung, woher ich wusste, dass die hier sind. Der This is Tote exactly braucht's dann what nicht we mehr. need in order to imitate the flash of the fireworks. Weil du da mal... Tellerrand, du bist eine ganz schöne Petze, weißt du das? Ich habe hier einen Teller und ich werde ihn... Der wird heute noch einen Teller dran glauben müssen, wegen dieser Aussage. Huch. Aber keiner von meinen 2 Familientellern. Nein, nein. Lass den Higgins in Look Ruhe. here, lad. Wiggins. You'd better go home and start thinking about what a fine pickle your brother's landed himself in. Ha! But he'll be free tonight, 'cause he's innocent. Don't be daft, lad. It's a closed case. Am Schluss war der das. Oder? Der sagte, der kam später erst dazu. Auf was wollen wir wetten, dass der das war? So, wo kletter ich denn jetzt hier hoch? Wo soll ich hochklettern? Ich weiß nicht, wo ich hochklettern soll. Achso, erstmal mit dem Reden, okay. Constable Würdest du mich Marrow, antun? Nein. Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted. If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Welche nehmen wir denn? This Die. wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it.
mache. Oh. Ach so. I can barely see anything. Also bei Lara geht das ein bisschen schneller. Are you there? Herr Holmes? I should try climbing faster. Ich kletter ja schon. Bin doch voll schnell geklettert. Was hast du denn für ein Problem? I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Holmes? Holmes? Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Platsch. Die Tür hier? Speicher untersuchen. Wir untersuchen den Speicher. Wenn jetzt hier gleich eine Hand beginnt. These shards of glass are from the window above. Einer hat seine Jacke drüber geworfen. Fasern. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. Gleich so kludi. We Hä? can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Was meinst du, Toni? Aber Verschwimmen im Jackett in der Haufen hat es als korrekt herausgestellt. Zeugen die Tat deuten klar auf einen möglichen... Wow. Jetzt wird nämlich langsam alles... Nur das Fantasiemann ist noch rot, deswegen ist alles andere auch rot. Auf dem Speicher. Ach so! Ach so, meinst du das? Okay. Fasern durchsuchen. Untersuchen, meine ich natürlich. Nicht durchsuchen. Wir durchsuchen jetzt erstmal ein paar Fasern. Let us take a closer look. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. A shaving brush is usually made from horsehair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Oh, don't make such a fuss. One little hair. Wow. Immer
noch sehr dick im The Vergleich. horsehair is thinner than the hair that we found. Schon von einem Schwein. Human hair is significantly thinner than the black sample. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic animal. Ein haariges Tier, was größer als ein Pferd ist? Also ist er aus dem Zirkus, oder was? Der Mann, der vom Tatort flog, könnte ein Zirkusakrobat sein. Er hat es geschafft, eine 30 Fuß hohe Mauer in nur wenigen Sekunden zu erklimmen. In seinem Jackett haben wir ein Haar von einem großen exotischen Tier gefunden. In Luft aufgelöst. Der Mann, den nur Leighton Chapman gesehen hat, konnte fliehen, indem er eine Wand hochkletterte. Ein fähiger Akrobat offensichtlich. Er nahm zuvor die Waffe von einer der Leichen an sich. Yes. Wiggins bei der Zirkussuche um Hilfe bitten. Yes. Ich sag Bigfoot. Können wir ja rausrufen oder müssen wir da wieder... Wiggins? Wiggins is currently at Half Moon Street. Ach, wetten, der wird gerade vom Polizisten verwamst? Wiggins! Ich rette dich! Ich rette dich! Mr. Constable, why did you become a constable? Why? Because I wanted to serve Her Majesty, that's why. And what about serving the people like us? What? Your sort are the plague of London. Be quiet now. War aber eine gute Frage. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in Sitzt im London. Schneidersitz. It needs to have disposed of at least one exotic animal. A very large one. You can count on me, Mr. Holmes. Ein Zirkus, die Bigfoots in ihrer Ausstellung haben. Sehr früh am nächsten Morgen. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. 1, 2. Mr. Holmes, we Oh, found it. Das Here war it aber is. schneller als 7 Sekunden. Ein Elefantenbild, was auch größer ist als ein Pferd. Ein Mimimi. And Wow, this vielleicht is a machst du young doch noch einen Indian Teller elephant, kaputt. the highlight of the show. Ein Elefant, der Fahrrad fährt, okay. Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Alle anderen Punkte sind jetzt weg von der Map. Die müssen wir nicht mehr besuchen. Hey, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? Nah. I don't think so. Clear off. Hallo? You're a bit slow to catch on, eh? Get lost. Muss ich mich verkleiden? Ah, ja klar, ich muss mich verkleiden.
Als Schlossknackkünstler muss ich mich jetzt verkleiden. Was zieh ich denn da an? Bandit? Bauernkleidung ist gelockt. Oder? Warum ist hier so ein Schloss? Wie sieht ein Künstler aus, der Schlösser knacken kann? Künstler braucht einen Zopf. Ein Zopf ist, glaube ich, nicht zur Auswahl. Wir können ja so einen Bart nehmen, wie der gerade hatte. Wir gucken mal. Spectacles are unpopular among thugs. I don't want to arouse suspicion. Okay, das ist aber nett, dass du mir das sagst. Ach, wie Karl Marx. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Lol. Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Oh, thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Und warum hat er das nicht gesagt, dass ich mich verkleiden muss, bevor ich das erste Mal dahin gefahren bin? Wahrscheinlich musste ich das einmal durchmachen, dass sie mich nicht reinlassen, ha? Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Oh, Charles Foley Bailey. war aber der, den And sie I highly eingebuchtet advise hatten. you not to trick him. Got that? I've got it. Weil du klug bist und selber drauf kommst. Aber Foley war doch der, den sie eingebuchtet hatten, wegen dem Widderklau. Mehr Spielzeit und so. Nee, sonst hätte ich ja gar nicht gewusst, dass ich Schlösser knacken soll. So, everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. Waiting for tonight. Oh, and you would be here in my arms. Rise up and keep From rising. lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. This Sie nehmen printing von den press is Armen, old, but still andersrum. quite capable of printing hundreds of pages per day. Sie nehmen von den Armen und verteilen es an die Reichen. Story of This our printing life. press is old,
but still quite capable of printing hundreds of pages per day. There are enough posters to paste across half of London's walls. Oh, kann man bitte jemand das Katzenhaar aus meinem Auge rausmachen? Ja, total nett. Ich kann nicht springen. Hä? Was soll ich jetzt hier? Kann ja nicht durch. Oh. Leo, würdest du bitte deine Haare wieder in dein Fell stecken? Kann man ja nirgendwo hin. Nein! Hilfe! Ich hab mich... Oh oh. Ich steck fest. Ha! Ha! Oh, jetzt. Hey, wo sind denn ihre ganzen Peoples? Charles Foley is inside the marquee. Erkunden Sie den Zirkus und reden Sie mit Charles Foley. Ja... Würde ich gern? Ich erkunde. Ich erkunde. Ja, hier, Fässeruntersuchung. Okay. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Ich brauche wieder irgendwas. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Ja, halt doch mal ein Feuerzeug ran. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the merry men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The merry men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Mach den Hippie einfach weg. Frische Verletzung, bestimmt an dem Fenster. Bewaffnet. Krimineller. Oh, er hat den Ring mit dem Widderkopf. Okay. Da haben wir doch alle Schmuckstücke zusammen. Akrobat. Ich bin ein methodischer Mensch laut Errungenschaft.
Wir haben wieder ein schönes Schloss, was wir knacken sollen. Toll. Da freue ich mich ja wunderbar. Ganz große Klasse. Aber vielleicht ist das ja diesmal gar nicht so schwer. Nee. Nein? Ach so. Hm. Geht aber nicht so richtig auf, ne? Oh, doch. Okay. Das ist die Chance, die Partnerin für ihre Kochkünste zu loben. Wow. I need to find out what's behind this Charles Foley. Hä? Ich habe doch gerade das Schloss geknackt. Und jetzt? I need to find out what's behind this Charles Foley. Hallo, ich habe das Schloss geknackt. Charles Foley trägt einen antiken Ring, das letzte fehlende Stück der 5 Ritter von Mytilene, sowie einen Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus dem Half Moon Street fliehen konnte. Und warum ist das dann noch nicht unser Mörder? Ah, jetzt. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Nee, upsie. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Turners Hinken? Nee. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then?
Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Wir wissen ja jetzt schon, was war. Einbuchten und fertig. Here I am at the manor. Somewhere Falls Sie inside bis it dahin nicht zu sehr are the aufgehen. Hellenistic treasures. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Aber wie viele von diesen Schlössern wollen die mir denn noch geben? Nicht? War es das nicht? Okay, warte, hier fehlt noch eins. Bis du keine Lust mehr hast. Hoffentlich keine Quicktime-Events. And lockpick it. Nur wenn es um Leben und Tod geht, Tops. Okay, wir müssen einen Tresor finden. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Nicht meckern, Leo. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Yeah, noch ein Schloss. Wupp, wupp. Sherlock. Wie viele Schlösser willst du öffnen? Sherlock, ja. Wir müssen, glaube ich, auf der anderen Seite anfangen. Wie? Nein! Oh, was machst denn du?
Sie da eine Verbindung? Wahrscheinlich. Sorry, die Anzahl der Schlösser ist leider Verschlusssache. Wow. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Wenn Claudi fertig ist mit dem Spiel, dann macht sie nebenberuflich Karriere als Schlossknackerin, genau. Hallo, Rallye! Und Untersuchung abgeschlossen. Und jetzt muss ich nach möglichen Fluchtwegen suchen und die auch kaputt machen, oder? This door is a perfect means of escape in an emergency. Muss ich die jetzt verschließen? This should be useful. This door is a perfect means of escape in an emergency. A solid rope. Was genau mache ich jetzt mit dem Stuhl, den ich gerade genommen habe? Ach so. The door is now blocked. Aha. Muss ich also den Hammer erstmal wegnehmen? The door is now blocked. Ja, dann nimm bitte das wieder weg. Hallo? Muss ich von der anderen Seite ran? Ja, okay. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Nee, für das zweite habe ich I keinen suppose that the thieves Schlüssel. already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Kann ich den Hammer jetzt nicht wegnehmen? Aber damit wird er doch die Tür aufbrechen. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. This should be useful. Und bei dem zweiten Schloss waren 2 Schlüssellöcher. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Hier eine Stolperfalle hinmachen? One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Ja, hatte ich auch. Hatte ich auch. I wonder what this Ich hab old doch chap- noch... Ich hab doch noch ein Seil genommen gerade. Muss bestimmt hier noch irgendwie den Kronleuchter und diesen Hammer verbinden.
Oder hau. Warum kann ich den Hammer nicht einfach wegnehmen? The ground floor window is a perfect way to escape the police. This hatch leads to a cellar. This hatch leads... Hä? The door is now blocked. Kann ich den Stuhl wieder wegnehmen? Nee, ne? Okay. Ach nee, ich habe das Seil gar nicht genommen. This should be useful. Habe ich es jetzt genommen? Ah, jetzt habe ich es genommen. This hatch... Wieso habe ich das vorhin nicht genommen? So ein Dovi. Hä? Habe ich die nicht gerade miteinander verbunden? War anscheinend nicht so gut. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. Okay. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Okay, wir müssen aber noch das eine Fenster unten verbarrikadieren. Warte, womit? Schrank. Ach, da ist noch ein Schrank. This works very well. No one will escape through this window now. Keiner wird entkommen. Aber dann geht er einfach dort raus. Okay, wir müssen die Bodenluke noch aufmachen. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Diese diabolischen Pläne machen mir Angst, ja? Der hüpft da einfach drüber. Okay, wir müssen da noch was drüber legen. Gib mir mal was zum drüberlegen, bitte. Ein Tuch. Hier liegen überall Tücher. Ah, da liegt ein Teppich. Okay. Was ein Zufall. This should be useful. Achso, das Seil konnte ich vorhin wahrscheinlich noch nicht nehmen, weil ich noch nicht wusste, wofür ich das brauche. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Ich habe einen Erfolg bekommen, häusliche Unfälle. Police! Police! Lol. Der hat nur... Stop where you are.
Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Oh, you sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Oh, hello, Mycroft. Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Aber wir haben doch alle Dingsterbums. Was sucht der denn jetzt hier noch? Wir hatten doch alle 5 Witterköpfe. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Ach, war noch mehr, okay. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Der ist auch tot auf der Treppe. Ich glaube, die sind alle tot, Tops. Don't move, you flimflammer. Flimmer? Nee, der... The trap with the chandelier worked perfectly. Charles Foley has been knocked down. Also sie sind zumindest sehr außer Gefecht gesetzt. Ja, nö, ihr müsst nicht auf die... Oh Gott. One of Foley's companions. Oh, He bewusstlos, is ja, ja. unconscious. Bewusstlos, na klar, bewusstlos. Hallo? One of Foley's companions. Bewusstlos. He is Wir nennen es unconscious. bewusstlos. Wir nennen es bewusstlos. Guck, wer da liegt. Ja, der Arme. Die antiken Schmuckstücke, die wir im versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze dar, die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade für Foley. Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern. Da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Entwickelte einen teuflischen Racheplan, setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von Antiken. Hä, wieso sollen wir den nicht wegen Mordes anklagen? Klar klagen wir den wegen Mordes an. Nicht hier reinlaufen. Who's the weapon? Holmes, I had no doubt that you would catch the thieves. Finden Sie heraus, wer die Morde verübt hat. Er ist begabter Akrobat, der seine Fähigkeit aktiv trainiert. Foley ist ein abergläubischer Mensch, er ist bewaffnet und gefährlich und er mag es, Schmuck zu tragen. The trap with the chandelier worked perfectly. Hä, na, wen Charles sollen wir Foley denn... has been... Hast du die What a Untersuchung? beautiful collection of art. Wow. It was thought lost. Klar waren da... Klar, ab ins Gefängnis mit dem bösen Burschen. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Hä, aber mehr geht doch gar nicht, oder? Ich kann da nichts mehr machen jetzt. Huch. Ja, nö. Also, weg. Weg mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Da haben bestimmt 100% das genommen, oder? Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful. You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them.
I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Genickzwirbler. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs, honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street, and all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Muss ich mich jetzt entscheiden? Oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wassereimer, Pulverfass. Also wenn ich die Zigarette jetzt in den Wassereimer werfe, dann lasse ich die vermutlich die Böse in die Luft sprengen und wenn ich das Pulver, also, aber dann sprenge ich uns ja alle in die Luft. Was gibt's denn noch? Hallo? Hallo? Sherlock, du bist zu jung zum Sterben. Nee, aber das können wir natürlich nicht machen. Ja, Chaos. Chaos führt auch zu nix. Ach komm. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Bam, 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 bam! So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately.
It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Tja, die Lady haben wir bei Devil's Daughter kennengelernt. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan, um seinen älteren Bruder zu rächen und setzte diesen auch um. Er beinhaltete den Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken, die rechtmäßig dem Britischen Museum gehören. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben und ein junger Mann wäre um ein Haar lebenslänglich ins Gefängnis gewandert. Darüber hinaus wurde Foley und seine Bande von den Merrymen angeheuert, die einen Aufstand in London planten. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Ich bin gewissenhaft. 96% haben dieselbe Lösung. Hä, welche denn sonst? Ey, es gibt 4%, die einfach den Chapman... 4% haben einfach die erstbeste Lösung mit dem Chapman genommen? Andere Lösungen gab es ja gar nicht. Oh, gemein. Gemein. Ja, lebenslänglich ist er dann auch bis zum Stricktops, oder? Sein restliches Leben lang. Und dann war Strick. Das ist ja fies. Schuldige Bruderschaft und genug Schuld und Sühne habe ich jetzt noch als Erfolge bekommen. Alter, guck mich nicht so gruselig an. Das war der erste Fall. Klugscheißer. Ja. Also der erste Fall von heute. Hier, da ist der wahre Mörder. Den haben wir leider nicht erwischt gehabt. Cool, cooles Outro, oder?
Oder Mexikaner. Naja, es handelt sich hier schließlich um Mordfälle, Toni.